Markus. Alex. Markus. Alex. Markus. Es ist Folsom. In der letzten Folge habe ich gesagt, ich bin nicht dabei, aber hier sind wir. Leute, wir sind da. Wir sind live. Wir sind in Farbe. Wir sind auf der Folsom. Wir wissen nicht, was passiert. Und das finde ich ein bisschen spooky und es ist auch sehr aufregend. Es ist sehr verrückt. Ja, wir haben uns ein bisschen was vorbereitet unter dem Namen, es ist ja auch sehr laut, das ist furchtbar. Wir müssen gegen anschreien. Unter dem Namen Fetisch Speed Date, live von der Folsom, berichten wir live aus Berlin und machen diese Podcast-Folge für euch da draußen, aber auch eigentlich tatsächlich für uns und werden mal gucken, was passiert. Wir haben uns schon den ganzen Tag zusammen verbracht und da hören wir jetzt mal rein. Bist du bereit? Ich bin bereit. Dann würde ich sagen... Naja, bin ich nicht, aber... Ja, wird schon. Wird schon. Würde ich sagen, wir Let's starten go. jetzt. Schwarz und eng, der schwule Fetisch-Podcast. Mit euren Hosts Markus und Alex. Folsom Europe in Berlin. Ich hatte zwar ursprünglich angekündigt, ich bin nicht mit dabei, aber nach der letzten Folge saß ich im Schnitt und ich habe dir irgendwie, glaube ich, 5 WhatsApp-Nachrichten geschrieben mit Markus, ich möchte unbedingt doch dabei sein. Und viele Sprachnachrichten später. Ja, dann hatte ich ein Hotel gebucht. Und jetzt bin ich hier. Ich bin gestern angereist. Heute ist Samstag. Wir sitzen hier am Stand von der Kinky Hub. Kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Und an uns laufen die Menschen vorbei. Es ist ein bisschen komisch, das Gefühl, oder? Ich scheiß mich ein. Ja, du scheißt dich an. Du bist schon sehr aufgeregt. Ich würde sagen, wir machen mal was dagegen. Ihr kennt es von uns nicht anders. Wir haben extra noch ein Piccolo vorher organisiert. Hätten wir vorher aufmachen müssen. Toll, Alex. Hast du gut gemacht. Ja, ich kann das ja so machen. Schlecht organisiert. Keine Werbung für Alkohol. Keine Werbung für Alkohol. Cheers. Stößchen auf die Folge. Auf euch. Uns gucken ja nur ein paar Menschen zu, ne? Ja. Oh. Und hinter uns... Oh, das schäumt aber. Ich glaube, hinter uns vögeln welche. Bei dir drückt sich immer der Arsch durch dieses Banner durch. Hi. Das ist ein bisschen lustig. Ja, für alle, die uns nicht sehen, sondern nur akustisch konsumieren. Ich hoffe, Sie hören uns gut, weil es ist echt laut hier. Genau, für uns ist es sehr laut. Wir sitzen wirklich live auf der Folsom, direkt auf dem Straßenfest, in einem Zelt von der Kinky Hub und produzieren hier diese Folge für euch da draußen. Das Ganze machen wir hier mit unseren Mikrofonen, sitzen auf so richtig geilen Sitzsäcken, die eigentlich cool aussehen. Sobald man aber drin sitzt, du sitzt sehr unförmig da drin. Nee, ich komme nie mehr hoch. Und wir haben uns die Idee gemacht, dass wir Gäste einladen hier auf unseren Sitzsack und uns ein bisschen unterhalten werden. Die kommen auch nicht mehr hoch. Die werden hier auch nicht mehr hochkommen. Aber wir haben mehrere Gäste. Das heißt, wir müssen schauen, dass wir die hier irgendwie weggefegt bekommen. Das wird spannend. Wir können ja mal vielleicht schon mal weg hier. einmal kurz, Ja? das darf man nicht ins MacBook reinfallen, sonst ist die Aufzeichnung weg. Das wäre schlecht. Ja. Wir können ja vielleicht einmal kurz zusammenfassen. Du bist Donnerstag angereist, richtig? Mittwochnacht. Mittwoch auf Donnerstagnacht. Genau. Ja. Was ist seitdem bei dir alles passiert, dieses Wochenende? Ich hatte schon einige Tage hinter mir gefühlt jetzt. Ich war Donnerstag den ganzen Tag erstmal entspannt und war dann Donnerstagabend hier vom Prinzknecht, noch bei Freunden im Hotel. Wir können uns alle denken, was da, naja. Und danach bin ich noch bei anderen Freunden gelandet und dann war es irgendwie 11 Uhr Mittag. Ah, okay, ja gut. Und dann war gestern ein ganz furchtbarer Tag. Also Schlaf hattest du jetzt nicht so viel, höre ich daraus. Nee, ich hatte irgendwie 10 Stunden seit Mittwoch oder so. Du Scheiße. Ja, und es ist Samstag. Okay, wow. Ja, was ist bei dir noch geplant heute? Heute Abend ins Rubber Lab. Ja, und ich glaube, dann bin ich morgen auch einfach tot. Wirst du durchmachen? Wann reist du morgen ab? Um 12. Ach du Scheiße. Ich glaube, das wird auf Nichtschlafen hinauslaufen. Ja. Respekt, nicht zu viel. Also ja, wobei du trinkst Alkohol, ja, wird schon schief das gehen, wird schon ne? irgendwie. Ja. Ach, du, Folsom ist nur einmal im Jahr. So. Ja, und was machst du heute Abend noch? Ja, ich habe mich tatsächlich gegen große Action entschieden. Ich habe mich eher für eine... Gegen große? Nein, also ich habe mich für einen entspannten Sit-In entschieden. Du hattest ja in der letzten Folge so davon geschwärmt, im Motel One abends an die Bar zu gehen. Ja. Da war ich gestern Abend auch schon, weil ich bin auch im Motel One und es war sehr, sehr schön. Ja. Ich werde das einfach heute wieder machen, habe ich mir überlegt. Das ist wirklich gut, das habe ich auch schon oft gemacht, viele Samstage. Ja. Und Sonntagabend auch. Ja, nee, gut, ich reise morgen tatsächlich ja wieder ab. Ich bin aber mit dem Hauptsache, Auto du warst hier. da. Ich bin da und ich muss wirklich sagen, jetzt mal so meine Eindrücke. Krass sind das viele Menschen. Geil, oder? Ja, aber es ist wirklich krass. So viele, die man auch kennt. Allein ich gucke jetzt hier so in die Runde, man kennt so viele Gesichter. Und es ist gruselig, man fotografiert uns. Aber du hattest Spaß heute. Ja, total. Ich habe so viele Gespräche geführt. Man geht 3 Meter, kennt wieder jemanden, bleibt stehen. Man geht, aber wem sage ich das? Ich glaube, wir haben eine halbe Stunde gebraucht zum Späti für einen Ja, Sekt. genau. Man kennt an jeder Ecke und mittlerweile, es ist so krass, auch ihr seid so krass da draußen. Wir laufen hier durch und ich hatte jetzt heute ganz viele Momente, wo mich Leute ansprechen. Ah, du bist doch der vom Podcast. Und ich denke mal so, hi. Hi. Also wenn ich irgendwie komisch reagiert habe oder verstört geguckt habe,
sorry, ich kann damit noch nicht so wir hatten ganz... vorhin so einen geilen Moment im Fugger-Imbiss, haben wir für einen Burger angestanden, dann sprach uns der hinter uns an, ihr seid doch die vom Podcast, und der hat jetzt sogar im Nachgang nochmal geschrieben, dass das voll süß fand. Och, Grüße also liebe gehen Grüße raus. an denjenigen. Du wirst wissen, wer du warst. Wahrscheinlich, ja. Ja, du standest wir hatten einen hinter leckeren uns. Burger auf jeden Fall im Nachgang. Ja, du hast eben gerade noch gegessen, genau, du hast gesagt, du brauchst irgendwas tatsächlich für den Magen. Ansonsten tatsächlich, Folsom ist für mich, ich möchte jetzt schon sagen, fester Bestandteil die nächsten Jahre. Ich fühle mich hier sehr wohl. Schön. Das heißt, die Erzählungen von Opa aus dem Krieg letzte Woche, die hatten jetzt Bestand und deswegen bist du ja auch hier. Definitiv, die haben viel ausgelöst und nicht nur bei mir. Bei dir drückt sich immer mehr der Arsch durch dieses Banner. Ich habe Angst, dass da gleich ein Mensch reinfällt. Aber Wer weiß, ob gleich jemand hier kommt. Schauen wir mal. Ich habe tatsächlich, nicht nur ich wurde davon überzeugt von der letzten Folge, sondern uns haben ja auch wirklich Leute geschrieben. Und das fand ich so schön, dass uns Menschen geschrieben haben, die eigentlich nicht auf die Folsom gehen wollten. Ja, stimmt. Und jetzt aber hier sind, einfach nur, weil sie unsere Folge gehört haben. Und das fand ich total schön. Ja, es haben echt einige gebucht tatsächlich. Naja, und jetzt sind wir hier am Kinky-Hub-Stand. So, da sind wir wieder zurück. Wir haben tatsächlich hier, wir machen ja einen ehrlichen Podcast, wir haben hier das erste Mal geschnitten in 3 Folgen. Das geht gar nicht. Wir mussten das machen, weil unsere Sitzsäcke haben sich aus dem Stand rausgedrückt. Und jetzt sitze ich hier auch irgendwie so ein nasser Sack. Jetzt haben wir hier eine Besucherritze oder eine Besucherpulst. Und dann kommen wir zu unserem ersten Besucher. Genau, du kannst mal eine Ankündigung machen. Wen haben wir denn jetzt? Da haben wir den Fabi, unter anderem, der den Kinky-Hub mitorganisiert. Komm in unsere Mitte. Platz. So, jetzt wird's, wir haben dir hier auch ein Mikrofon hingelegt. Wir haben noch ein Mikrofon für dich. Perfekt. Ja, der Fabi. Hallo zusammen. Hi. Erstmal Hallo da ins Nichts, sage ich mal. Ins Das Nichts. ist ein ungewohntes Gefühl, oder? Sehr ungewohnt. Ja. Also ich sitze jetzt hier ganz viele Menschen, aber ich muss in die Kamera schauen, weil ihr seht mich ja Du da. kannst auch uns angucken. Ja, Ja, und vor allem das Verrückte ist, ein Teil unserer Menschen hört uns nur und ein Teil guckt uns auch. Also Ja. das heißt, wir müssen immer, wenn wir sagen, guck mal, was du anhast, dann müssen wir es auch mal beschreiben. Das ist total spannend. Ne? Also, wollt ihr das mal üben bei mir? Wollen wir mal beschreiben, was für eine Hose ich anhabe? Was haben wir denn eigentlich an? also du hast auf jeden Fall erstmal geile Air Force One an. Ja, die Low, ja. ganz wichtig. Also die triggern mich schon mal sehr. Dann hast du eine... Ja. Hier gucken Menschen zu. Ach so, ja. Ich wollte anständig bleiben. Ihr habt das doch Ja, so okay. Anständige Folge hier. Dann hast du eine sehr geile MX-Hose an. Ja. Ist Fox, ne? Ja. Ja, ist Alex, du wirst So? doch schon wieder horny hier. Nein, ich werde nicht horny. Okay. Ja, auf jeden Fall, mir gefällt es. Für alle, die uns nur akustisch wahrnehmen. Aber es soll ja gar nicht darum gehen. Es soll ja tatsächlich darum gehen, wo wir hier gerade sind. Ja, Folsom wissen Und wir. wieso auch? Und wieso, genau. Weil wir sind ja hier bei euch zu Gast im Zelt von der Kinky Hub. Das ist richtig. Wir können ja mal kurz anfangen. Wie kam es dazu, dass wir jetzt hier sitzen? Das kann ich erzählen. Es fing ja bei mir an. Ich würde nur kurz, schön, dass ihr da seid Ja, erstmal. Ne? danke, Ja. danke. Vom kompletten Kinky-Up-Team. Schön, dass das geklappt hat. Ja, freut mich total. Es ist tatsächlich rund um uns herum sehr laut. Ich hoffe, das geht. Ja, ich schätze mal. Dann erzähl mal, warum sitzt ihr hier? Ja, bei ich habe uns? einen Anruf bekommen vor 1,5 Wochen vom lieben Carsten, mit dem ich letztes Jahr bei Darklands war und der auch in Hamburg gewohnt hat einige Zeit. Ja, den kenne ich ja schon länger und da waren wir auf der Kinky-Party im Juli und ich mag ihn sehr gerne und er ruft mich immer wieder an, wenn ihm irgendwas Tolles einfällt. Von daher, ich habe einen Anruf von Carsten bekommen und ich wusste genau, irgendwas will er. Und dann meinte er so, ja, er hat irgendwie einen Stand auf der Folsom zur Kinky Hub und ich so, ach Mensch, Podcast, Fragezeichen. Ja. Und er so, Und Alex war gleich Feuer und Flamme und Natürlich. vielleicht ist er deswegen auch heute hier. Ja. So ist es tatsächlich. Aber wie kamst du zu Kinky Hub eigentlich? Ja. Also nur kurz, weil es für die Zuhörer und Zuschauer wahrscheinlich, oder innen auch, Ja, dieses Gendern. Ja. ich will ja alle abholen hier. Nur kurz als Information, also wir sind 3 Gründer oder 3 Inhaber, wie auch immer man das definieren möchte. Das ist einmal der Carsten, den du ja jetzt schon erwähnt hast, das bin einmal meine Wenigkeit und einmal der Frank. Ich kann jetzt schon sagen, den Frank wird niemand von euch jemals sehen, Ich wollte gerade sagen, den kenne ich nicht. weil der agiert sehr im Untergrund und ist Im so, Untergrund? Ja, also der macht die ganze Buchhaltung, der schlägt sich mit solchen Sachen rum. Ja, und Carsten und ich sind eher die Leute, die so dann zum Beispiel hier jetzt sitzen, Winken. winken und Hände schütteln und Hallo sagen. Warum machen wir die Kinky Hub? Was ist die Kinky Hub und warum haben wir einen Stand hier? Ist, glaube ich, ja auch so ein bisschen die Frage. Wir sind grundsätzlich erstmal eine Party, eine Kinky Party. Ne? Das hört man, glaube ich, am Namen ganz gut raus. Ja, definitiv. Ich hoffe.
Und wir haben so ein bisschen Community-Gedanken. Also jeder kennt es. Es gibt diverse Partys, es gibt auch diverse Anfänge für Partys. Und da wollten wir auch mal so ein bisschen reingrätschen. Aber wir haben den Fokus ein bisschen anders gelegt. Also wir wollen explizit auf die Community anspielen. Deswegen haben wir auch den Stand hier, einfach weil wir einen Treffpunkt haben wollen, wo sich die Leute treffen können, wo ihr einen Podcast aufnehmen könnt. Es funktioniert ja super, es ist wirklich voll hier tatsächlich. Es ist den ganzen Tag schon. Ja, es ist sehr gut besucht, sage ich mal. Wir freuen uns über jeden Besucher. Es gibt sehr viele Fragen. Alle wollen wissen, wann ist die nächste Party. Ich nutze einfach jetzt mal euer Format und Teaser. Ja, natürlich. Wie böse du bist. Ist das jetzt eine Premiere der Veröffentlichung? Das ist eine Premiere der Veröffentlichung. Oh Gott, wir haben's Unbezahlte Werbepartnerschaft. Ja, schaut mal an. Und zwar überraschenderweise wieder nächstes Jahr in Berlin zum CSD Berlin. Wie unerwartet. Unerwartet. Am Freitag wahrscheinlich. Am Freitag. Wie unerwartet. Wow. Ja, genau. Also es ist quasi genauso wie dieses Jahr, selber Tag, selber Ort, also auch derselbe Club wieder. Da war ja die Response relativ groß. Keine Sorge, wir sind auf all euer Feedback eingegangen. Cool. Das heißt, es gibt einen Darkroom, der dunkel ist. Es gibt einen Darkroom, der dunkel Geil. ist. Ich war nicht mit dabei, ich kann dazu nichts sagen, aber klingt erstmal gut. Ja, soll ich das jetzt noch ausführen, warum der hell war? Nein, musst du nicht. Ich fand es sogar lustig und es werden sehr viele schmunzeln gleich, die auch da waren. Ich befürchte auch. Also, wir haben euer Feedback zur Kenntnis genommen, wir arbeiten dran. Sehr schön. Wir freuen uns natürlich über jeden, der vorbeikommt. Also eine Party aus der Community heraus, Genau, für die Community. Ja. Also das ist halt so ein bisschen das Wichtige. Also ich meine, wir stehen hier, viele Leute, wir sitzen hier in so wunderbaren Sitzsäcken. Also für alle, die es sehen, die werden sich gleich beäumeln, wenn wir hier aussteigen aus diesem Sitzsack. Es wird wie eine Auferstehung. Weil wir einfach so ein Chill-Out-Area für die Jungs und Mädels haben wollen, die einfach so Bock haben und sagen, komm, Vollzorn, jetzt mal 5 Minuten Ruhe, hier sind wir. Also wir sind die Kinky Hub, wir machen eine Party. Wir haben immer wieder Community-Treffen in verschiedenen Städten, in verschiedenen Bars, in verschiedenen Shops, ganz über Deutschland. Einfach unseren Instagram-Account folgen. Ja. Ich nutze das hier voll als Werbeplattform. Ja, aber das ist mega, doch. Dafür ist das doch da. Richtig. Ja. Gerade diese, wie heißt es, Kinky Hub Connect? Ja, genau. Das ist ja ein geiles Format, weil da geht es ja am Ende gar nicht darum, dass man irgendwie eine Party stattfinden lässt oder Geld annimmt, sondern es ist ja wirklich einfach nur, um einen Rahmen zu schaffen, dass Leute sich in der Community treffen. Ich meine, am Ende des Tages ist es so wie die Schwarze und Eng in Hamburg, wo wir uns kennengelernt haben. Ja, so. also genau. Wir verlangen dafür kein Geld. Jeder darf jederzeit dahin kommen oder gehen. Hin und wieder gibt es auch dann, wenn wir mit Shops zusammenarbeiten, ein bisschen Rabatt auf die Artikel, die da sind und. Also wir versuchen da immer so ein bisschen den Benefit für jeden rauszuschlagen. Ja. Ne? Also ich meine natürlich... Wenn alle was davon haben am Ende. Genau, wir müssen natürlich einen Ticketpreis verlangen, weil sich das Ganze irgendwie umsonst könnt ihr die Party nicht stattfinden lassen, das ist klar. Muss sich alles refinanzieren irgendwo, aber es ist jetzt nicht so, dass wir sagen, das kostet jetzt 300 Euro. Es ist ja am Ende auch einfach Aufwand, wenn ihr da wieder mit 15 Sprintern die ganzen Playroom-Sachen holen müsst irgendwo. Da hat den jemand aber wirklich erkundet. Ihr seid ja nicht die Wohlfahrt. Ja, so. Durchaus, genau. Vielleicht habe ich mich erkundet. Und soll ich dir noch ein Geheimnis sagen? Ich bin nächstes Jahr bestimmt auch wieder dabei. Bestimmt ist Ich werde es versuchen, auch mal Alex einzurichten. bestimmt auch. So, jetzt wo ich das höre. Ja, ich hoffe doch. Ihr bekommt auch einen Podcastplatz, wenn ihr wollt. Wir machen einen Podcast aus dem Darkroom. Also wir bräuchten 2 Slings und dann könnten wir von dort ihr ein senden. bisschen, ja. Also genau, wir versuchen vielleicht, also das ist noch nicht so ganz fest, aber wir versuchen gerade noch irgendwie so eine Nachmittagsveranstaltung zu machen. Ihr kennt du kennst den Außenbereich, du ja nicht, du warst ja nicht da. Ja, ein schönes Familiengrillfest. Sowas in der Art wollen wir tatsächlich veranstalten, dass man da irgendwie, es war sehr warm, ne, und wir haben dann eine schöne Bar, wo wir ein paar Cocktails machen können. Also sowas in die Richtung versuchen wir zu organisieren. Ja. Aber es ist noch ein Jahr Zeit, also ist noch ein bisschen hin. Genau, was passiert. Ja. Cool. Mega cool. Also 1000 Dank, dass ihr es überhaupt macht, weil es ist wieder irgendetwas aus der Community für die Community und es ist so wichtig, dass es so Macher gibt, die einfach sagen, ey komm, wir machen das und setzen da was um. Ja, also vielen Dank für das Feedback, vielen Dank auch an alle, die Kinky Hub besucht haben und Feedback gegeben haben. Das hat uns extremst geholfen bei der ersten Party, dass nicht alles rund lief, glaube ich. Es waren echt viele da. Ja, also das gehört dazu. Echt viele Leute. Das gehört definitiv dazu. Ich hoffe. Aber ja. Darauf erstmal nochmal ein Cheers. Alex, ich habe so ein... Ich brauche mal... Aha, du hast was, so. wollte ich sagen. Cheers. Auf euch, auf alles. Vielen Dank. Prost. Und wie kommst du jetzt hier wieder hoch? Wir werden es herausfinden. Wird das uncut jetzt hier? Nein, das wird jetzt nicht geschnitten. Nö, das wird jetzt einfach ganz schlimm aussehen. Ich Für alle, die zugucken, es wird gleich lustig. Genau, also schütte auf jeden Fall nicht das Bier in meinen Laptop. Ich nehme mal das Mikrofon. Ja,
So. bedanke mich erstmal für euren Besuch, Ja. für die Zeit, für alle, die zuhören. Bedanke mich natürlich auch. Und wir für dann- die bequemen Sitzsäcke. Ich versuche mich jetzt mal hier rauszurollen. So, alle im Erfolg. Video sehen das jetzt live. Alle im akustischen Format werden ich halte das Bier. Das wird jetzt Markus sehr hält das lustig. Mikrofon. Und jetzt, ich möchte sagen, unattraktiver könnte es nicht sein. Aber wobei doch, es war gar nicht so schlecht. Ich reiche das Bier wieder Das war an. fast ästhetisch. Jetzt setze ich mich in diese frei gewordene Sitzmulde. Ja, komm mal ein bisschen näher, ich höre dich kaum noch. Wobei, ich sitze aber eigentlich auf dem Boden. Na egal, ich sitze auf dem. Aber wobei, doch, ich habe eine Lehne. Guck Das ist mal, ganz ich bin jetzt mittlerweile so akklimatisiert hier, dass ich sogar die nächste Überleitung machen kann. Oh, Ich bin jetzt voll on fire. Jetzt Teaser, Markus macht eine Überleitung. Wir kommen zum zweiten Gast. Also zum Einer meiner zweiten Gast, besten ja. Freunde aus dem schönen Bayern, den ich schon sehr lange kenne, Ja. der mich vor allen Dingen in großen Teilen dahin gebracht hat, wo ich heute bin, Ja. weil er unter anderem organisiert hat, dass ich bei dem Buch, von dem ich schon mal sprach, bei Spielen am Rand, dass ich da auch ein Interview hatte, Ah. genauso wie er. Ich muss einlenken, ich habe mir das Buch übrigens gekauft. Ich habe es mir gekauft und ich habe nur schnell durchgeblättert, weil es kam erst Anfang der Woche an. Das sieht jetzt schon mega krass aus. Ich bin gespannt beim Durchlesen, aber ja, jetzt darfst du Du weitermachen. musst dir Zeit nehmen, weil ich bin beim ersten Mal lesen, habe ich gleich 100 Seiten gelesen. Oh Gott, krass. Ja, okay, die Zeit nehme ich mir. Also er hat mich so offen so offen gemacht, wie ich heute bin. Nein, das meinen wir jetzt nicht zweideutig natürlich. Ich habe Fragen, aber ich stelle sie nicht. Und wir wollen uns so ein bisschen über das Thema Leder unterhalten. Wir wollten hier so ein bisschen Fetisch-Speed-Dating machen. Er war durch Corona 2 Jahre lang, korrigiere mich gerne, Mr. Leder Bayern, Bavaria. Er kann es gleich selber sagen, von daher kommen Sie mal her. Bühne frei. So, Der liebe Benji, jetzt mache ich hier wieder meine Sitzmulde frei. der wird nie mehr hochkommen hier mit der Kombi. Na, ich ist ein sitze, bisschen aber ich sitze schwierig. auf dem Boden. Du Weil hast, ich sink hier auch schon nach hinten ein. Das ist ja. Herrlich, schön, dass du da bist. Dankeschön, dass ich herzlich da sein willkommen. darf. Ja, Von wann bis wann warst du denn jetzt Mr. Wie hieß es genau? Bavarian Mr. Leather heißt Ah ja, das knapp Ganze. daneben. Von International. 2020 und 2021. Cool. Weil es sich wegen Corona natürlich, wir konnten keine Wahl abhalten und deswegen durfte ich ein Jahr länger machen. Ein Bonusjahr. Ein Bonusjahr quasi, genau. Du warst der Richtig. längste Bavarian Mr. Leather ever. Wahrscheinlich. Es gab noch zwischendurch einen, der war noch viel länger, weil es da über Jahre keine Wahlen gab. Aber Ja. das ist tatsächlich, bin ich mit einer der längsten Okay, gewesen. cool. Aber ich habe Fragen. ja. Wenn man jetzt vom Fetisch Leder spricht. Ich habe die Frage noch nie jemandem gestellt. Ich teile den Fetisch ja tatsächlich nicht. Du magst ja Leder, sonst wärst du ja nicht... Richtig, nicht- genau. Na, was er hat so eine was geile genau? Dainese-Biker-Hose an. Das triggert mich Den auch Kannst wieder du wieder total. die Finger nicht davon Ey, das lassen, ist- ich merke heute es Ja, schon. fass ja auch an jetzt hier. Wir bräuchten jetzt noch eine in der Uniform, dann ist für mich alles getan. Aber nein, oh Gott, es fühlt sich so gut an. Was genau findest du denn an Leder so geil? Ja, auf der einen Seite ist es bei mir tatsächlich auch das Schöne mit dem Praktischen verbinden, weil ich trage ja auch Motorradleder. Ich fahre auch sehr gerne fährst auch Motorrad. sehr schön, ja. Und es ist einfach auch das schwere Gefühl, das Knarzen vom Leder zu hören. Also wenn ihr schon mal jemanden in der schönen Uniform gesehen habt und ihr das hört, wie das alles knarzt. Ja. Und es ist auch einfach ein sehr schwerer Fetisch. Also teilweise, also im Sinne von gewichtstechnisch ist Ja. es schwer, weil so eine Uniform wiegt schon einiges. Ja, das stimmt. Ja. Das ist, und es ist, möchte es auch so sagen, es ist jetzt kein Einstiegsfetisch, weil es ist mit einer der teuersten ist, Oh die ja. man haben kann. Da kann man sehr viel Geld drin versenken. Da bist du ja mal schnell es im ist- Tausenderbereich. Ne? Ja, genau. Da ist der Rubber dagegen quasi noch Sehr günstig. Wollte ich gerade sagen, ja. Richtig. Also eine Lederkombi bist du ja ein Tausender los. Oder fast, also wenn du eine Ja, gute also willst, es fast gibt 2000. schon ne? günstige von jetzt weniger bekannten Marken, Ja. aber wenn man jetzt entsprechendes Markenprodukt haben will und sich Ja. das einbildet, dann muss man dann schon ein bisschen tief in die Tasche greifen. Ich hatte ja auch schon mal so einen Lederkombi Horny-Kauf. Ja. Der war sehr unangenehm. Hashtag Markus erzählt von seinen Horny-Käufen. Ja, nein. Nee, was Die ist war denn aber da nicht so- passiert? Doch, das möchte ich jetzt wissen. Jetzt, Ich bin wenn du in schon ein angefangen hast. Motorradfachgeschäft gelaufen in Hamburg und habe gesagt, ich möchte eine Lederkombi kaufen. Und dann war die erste Frage natürlich, na, was fährst du denn für ein Motorrad? Ich so, ja, ich mache einen Führerschein gerade. Unangenehm. Aber du hast auch wirklich alle gekauft. Ich habe eine gekauft, ich habe sie einen halben Abend bei der Gear Dance getragen am nächsten Tag. Ja. Ich fand es total scheiße, weil es unbequem war und habe sie einen Tag später wieder verkauft. Oh Gott. Das ist eine traurige Geschichte. Ja, Ja, Ja. weil sie nicht eingetragen war. Das war der Fehler. Ja. ich hatte die Geduld nicht, glaube ich. Und man muss auch sagen, wenn du einen Einteiler trägst, die sind ja ausgelegt, dass du auf einem Motorrad Dass du halt sitzt. so sitzt. Man sitzt Ja, ja. so schön drauf Ja. und es Ja. ist nicht zum Stehen und Das Laufen ist wahr. gedacht. Das ja. Das ist wahr. Aber es gibt ja. ja noch so viel anderes Leder. Also du hast ja als Mister hattest du ja alles Mögliche an hab auch, Kombinationen und richtig. Hosen.
Ich habe Westen, ich habe Lederhemden, ich habe Lederhosen in verschiedenen Ausführungen. Es sammelt sich ja auch mit der Zeit immer so viel an. Man kennt das ja bei Fetisch. Naja, ich kenne ja eure Wohnung. Richtig. Ich kenne ja die vielen Kleiderschränke. Es platzt aus allen Ich Nähten. weiß. Wir machen irgendwann mal eine Folge, würde ich sagen, aus irgendeinem Kleiderschrank live. Finde ich auch witzig. Und dann Also das besuchen wäre wir auf jeden Fall hier jemanden. eine gute Wohnung dafür und dann Ja. sortieren wir mal wieder zusammen aus, ne? Ja, vergiss es. Das habe ich einmal mit dir gemacht. Möchtest du es erzählen? Ich möchte die Geschichte hören. Ich glaube, mit mir auch noch ein paar das möchte hundert andere. jeder hören. Du möchtest die Geschichte hören? Also, ich kann mich so schwer von Sachen trennen. Und dann habe ich irgendwann mal angefangen, wir haben mit ihm, und der hatte mich auf einen Stuhl gefesselt und mich geknebelt. Und dann Markus! hat er angefangen auszusortieren. Und ich konnte mich nicht wehren. Er hatte nur, glaube ich, 2 Joker für Oberteile oder sowas. genau. Das ist eine ganz schlimme Geschichte. Das ist Misshandlung. Aber Das war du Genugtuung. wirst lachen. Der ganze Platz, der damals entstanden ist, ist schon längst wieder Ja, gefüllt. eben. Natürlich. Krass, Geht so okay. schnell. Ich hätte dich so gar nicht eingeschätzt, Ich bin voll Markus. dominant, weißt du doch. Ja, gut, das macht Man dich auch kann viel ihn zur attraktiver. Dominanz auch durchaus treiben. Es Ja. geht, aber Ja, Ich möchte das nicht. verrückt. es ist in Ganz Ordnung. verrückt. Und du bist jetzt seit um nochmal Themenschwenk zum Leder zu machen, du bist jetzt seit 3 Jahren nicht mehr Mister. Ja, also 2021 wurde neu gewählt und seitdem bin ich quasi former Mister. Ja. Und naja, man ist ja durchaus bekannt. Also Ehemaliger Kanzler. Damit wächst, ich meine, der Bekanntheitsgrad wächst ja insgesamt und man ist so viel unterwegs und ich Ja. war ja auch international. Ich durfte ja auch zum International Mr. Leather nach Chicago fliegen. Krass. Und das ist durchaus ein Erlebnis wert. Ja. Und man lernt so viel Neues kennen, also ist es schon sehr schön, welche Eindrücke man haben kann und welche Reichweite man dadurch erleben kann auch. Wie kam es dazu? Also wie war das Prozedere? Das wird gewählt. Also Ja. wir haben ja beim MLC ist es ja wirklich so, dass wir das Starkbierfest haben. Wir haben ja viele große Veranstaltungen und eines davon ist eben das Starkbierfest und im Rahmen des Starkbierfests findet eben die Wahl zum Bavarian Mr. Leather jedes Ja. Jahr statt. Und es ist dann wirklich eine Wahl, man macht eine kleine Show, es gibt eine Fragerunde, es gibt eine Showrunde Ja. und dann gibt es nochmal, wo man sich persönlich vorstellen kann und alles sagen kann und dann darf nach jeder Runde das Publikum abstimmen. Ach, Und cool. aus diesen Ja. Publikumsstimmen wird dann der Mister gewählt. Ja. Und das bist du dann geworden. Das bin ich damals geworden, Krass. genau. Das Und ist soll ich total jetzt mal teasen, ne? Vielleicht stellst du dich ja dieses Jahr nochmal für eine Wahl auf. Ja, tatsächlich. Ei, okay. Ich habe mich schon beworben und ich bin diesjähriger Kandidat zum Mr. Fetish Germany. Und Hallo, wir das- dürfen ja die Wahl ausrichten, also und der MLC darf dieses Jahr in München die Wahl ausrichten. Das geht ja immer rum, weil es von einem Dachverband organisiert wird und dieses Jahr ist es eben in München. Und das freut mich natürlich besonders, dass ich dann da Kandidat sein darf, wo wir in München sind. Ich muss jetzt mal ganz kurz Werbung für dich machen. Ich könnte mir wirklich niemand anderes vorstellen als Mr. Fetish Germany, weil du einfach so viele Fetische hast. Die Liste Ja. ist so unfassbar lang. Das ist ja Es tatsächlich... ist einfach authentisch am Ende Ich des sag Tages. ja auch, ich bin ja auch ein typischer Multikingster. Ja. Ja. Mich kannst du für so gut wie jeden Fetisch. Ich wüsste Das fast macht es keinen, aber auch den du nicht nicht ein, bedienst. das macht es aber Doch, auch es nicht gibt einfacher. einen. Der da Weil- wäre? Ich bin kein Papi. Ja, okay, da haben wir ja noch einen anderen hier heute. Kommt dann noch. Da kann ich tatsächlich, tatsächlich Multikingster. Ich bin auch sehr breit aufgestellt, weil ich finde halt von Rubber über Sportswear, Leder, Uniform, MX, alles. So, ich Ja. bin da auch sehr breit, aber Puppies ist auch so ein Ding, wo ich sage, finde ich niedlich, aber das catcht mich nicht. Dann kannst Ja, du gleich noch sonst unseren richtig. nächsten Gast Genau, auf da hab den ich Kopf, am auch- Kopf kraulen nachher. Ja, da habe ich auch Wenn du viele niedlich Fragen. findest. Ja, da kannst du die ersten Berührungen machen Ja. mit Papis. Ja, aber spannend. Wann ist denn die Wahl? Die Wahl ist im November, das ist das zweite Wochenende. Das ist ja bald. Und wenn mich nicht alles täuscht, ist das 9. November. Okay. Wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches. Irgendwann Anfang November auf Ich habe jeden vorhin Fall. schon ein falsches Datum einmal In genannt. München aber? In München, richtig. Und da kann man auch auf unserer Website mlc-munich.de Ja. kann man auch Karten kaufen für alle Events. Ah. Die da draußen drum ist natürlich ein ganzes Wochenende. Und auch, möchte ich jetzt dazu sagen, der World Fetish Song Contest findet ja auch wieder World statt. Fetish Song Contest? Ja. Habe ich noch nie von Das gehört. ist, dann wird es Zeit. Es wird Ich vom habe auch noch nie von SLFC, gehört. vom Wir Spanischen, gucken uns gerade an, für alle, die nicht zugucken, Ja. wir gucken uns gerade an wie zwei Spanferkel. Das wird vom spanischen Club aus oder erfunden und es Ja. ist tatsächlich ein leichter. Es ist offiziell tatsächlich vom Eurovision Song Contest genehmigt, weil wir das eher ein sehr ähnliches Logo verwenden Ja. dürfen. Und auch, es ist quasi das gleiche wie der Eurofetish Song Contest oder
Nein. Was? ESC. ESC, ja, so. Einfacher Song Contest, ESC, ja. genau. Ja, das macht einfacher. Und das Ganze ist halt Fetisch und Ja. Fetisch-Leute können sich bewerben, Gruppen machen und das Mega. ist wirklich ein sehr lustiges. Und das ist in Event. München auch dann? Nee, das ist online tatsächlich okay. alles und es ist damals in Corona-Zeiten entstanden als Idee raus, was könnten wir Ja. machen, weil jede Veranstaltung abgesagt ist. Ich hab Bock, ich bin Und dabei. Kannst du singen? Ja, natürlich. Wie natürlich? Ich habe einen Ballermann-Hit bei Spotify, aber das verrate ich jetzt nicht, wie der Was? heißt. So, dann schließ dich mal mit dem spanischen Club zusammen Ja, und mega. dann, Mega, super witzig. ja. Ja, Dann drücken wir auf jeden Fall die Daumen für die Wahl. Ja. Ich hoffe, du wirst das. wir werden das verfolgen. Sehen. Richtig, wir werden Ich hoffe sehen. es sehr. Und vielleicht laden wir dich dann ja irgendwann nochmal als Gekrönten ein. Oh, Würde mich sehr freuen. Mit der als- Majestät dann als Majestät, quasi. genau. Ja, küsst die Hand. Das machen wir dann beim nächsten Mal. Küss den Schuh. Das auch. Wir gucken jetzt erstmal, wie du hier wieder Ja. hochkommst. Vielen Dank auf jeden Fall. Sehr gerne, danke, dass ich da sein Wobei, durfte. stopp, eine Korrektur steht in diesem Oh ja, Skript drin. ja, Markus, wir haben ja hier mal wieder einen roten Faden, ne? Ja. Und wir wurden ja letztes Mal aufgrund der letzten Folsom-Folge etwas verbessert. Ich habe ein bisschen Bullshit gelabert. Ja. Ja. Ich muss mich einmal Richtig. korrigieren tatsächlich. Der MLC ist nicht der Münchner Lederclub, sondern der Münchner Löwenclub. Löwenclub. Ja, ich Schande über mein Haupt. Richtig, Ja. Jetzt haben wir es einmal richtig gestellt. genau. Ich werde es aber immer noch 1000-mal falsch sagen, bestimmt. Du wirst jedes Mal dafür wieder gerügt werden. Es liegt einfach so nahe, weil es halt so stark mit Leder für mich im Kopf verbunden Ja. ist, dieser Club. Nun, das kann man ja kurz einen Abriss geben. Warum? Ja. Das war die Gründungszeit. Wir haben dieses Jahr auch das 50-jährige Jubiläum vom MLC. Und zu der Zeit, wo er gegründet wurde, war es sehr schwierig, schwule Clubs zu gründen. Und da das nicht ganz so eindeutig ist, hat man die Löwen gewählt. Weil das ist ein bisschen neutraler. Ja, Ah. Es war ein Schutzmechanismus. undercover. Undercover ein Also bisschen. das ist ja schon wieder- und das ist schön, wir haben auch die zwei, ich darf das Wort jetzt nicht sagen, unsere zwei fickenden Löwen Ach so, als Logo. natürlich kannst du Das darf sagen. man. Unser Das darf Podcast ich. ist als explicit mit Ach so, eingestellt. ja. Das heißt, Wir bei sind uns, nicht jugendfrei hier. wir dürfen hier Penis dürfen wir alles sagen. Penis. Ja. Ja, toll, krass, schon wieder was gelernt. Ihr seid schlauer geworden, wir sind schlauer geworden und wir danken dir. Ja, Schön, dass du vielen da Dank warst. euch, dass ich da sein durfte. Viel Ja. Erfolg beim Hochkommen hier. Und Dankeschön. Ich helfe dir mal aus mit dem Sitzsack Mikrofon. hier wieder rauspellen. Ich kommentiere währenddessen einfach weiter, aber er macht es auch sehr elegant, muss man sagen. Für alle, Elegant. die das gerade jetzt Das im machen Video wir ohne sehen. Schnitt, Soll weil ich das ihn noch sieht einfach hochschieben? wunderschön aus. Ja, guck mal, jetzt rutsche ich hier wieder rüber. Ja. Du hast, also ich finde es tatsächlich total toll, dass wir heute auch mal andere Menschen das erste Mal in diesem Podcast haben. Wir wollten ja von vornherein mit Gästen machen, aber es ist Ja. logistisch immer ein bisschen schwierig. Genau, und deswegen, wir haben heute das einfach mal umgesetzt, was unser Ursprungsformat war. Ja. Und ich finde es ganz toll. Es ist total befrischend. Ja, wirklich, Weil, tatsächlich. also Und du bist auch nett, aber andere Menschen sind auch nett. ja, das stimmt. Ich muss jetzt noch mal kurz einen Schluck Sekt trinken. Ja, weil komm, ich mach sonst, mit. Warte, trocknet meine mir Stimme trocknet auch aus. mein Mund aus. Cheers. Wir haben so Ich wenig scheiß getrunken. mich auch gar nicht mehr ein mittlerweile. Toll, ne? Ich bin jetzt voll Aber on fire. Siehst du, wie viele Menschen hier mal stehen bleiben und gucken? Ich gucke tatsächlich einfach weg. Also ich gucke nur dich an und dadurch beruhigt es mich auch immens. Achso, nee, ich gucke mal den Menschen an. Nee, dann scheiße ich mich wieder ein. 2 wollten hier schon gerade einfach so reinrennen. Dann haben wir jetzt Aber Security zum Wir Glück. haben die Security, die Ja, ganzen, geil. ich sag mal, Uniformierten. Meine ursprüngliche Idee war ja auch, dass wir Ja. hier auf der Folsom Tactical-Leute Ja. einsammeln und hier so einen Security-Wall aufbauen. ja, aber tatsächlich 2 haben hier die gerade schon so, halt, stopp, hier kommst du nicht Ja, rein. Master Maui, pass Ja. auf, das ist doch super. Mega, mega. Vielen Dank an ihn. Ja, jetzt gucken hier tatsächlich mal mehr zu. Jetzt ist, Nee, ich gucke jetzt da nicht, jetzt werde ich Guckst du schon wieder nicht? nervös. Ich gucke da nicht hin. ich finde das großartig. Alex, du guckst jetzt mich an. Okay. So, wir haben noch einen tatsächlich, Gast. genau, du hast es schon angeteased. Es geht um das Thema Puppies. Einmal vielleicht vorweg, bist du Team Puppy? Hast du das schon mal ausprobiert? Ich hatte mal einmal eine Hood auf im Store hier um die Ecke, weil ich es einfach mal sehen Man nennt wollte das auch an mir. Hood. Guck mal, Hood ist das. Eine Puppy-Hood, genau. Schon wieder was gelernt. Genau, ja. eine Puppy-Hood hatte ich einmal auf Ja. und ich muss gestehen, ich fand das mega cute an mir und es sah wirklich süß aus, aber das werden wir gleich fragen können, dieses Ja. Ganze dahinter, Ja. also diesen Puppy-Headspace, sag ich mal. Genau, da ist ja viel mehr hinter als ich Genau, sag mal, den habe ich nur- halt nicht. Ja. Und ich habe für mich dann entschieden, dass ich es unauthentisch finde, nur weil ich die Maske süß finde, dass ich mir die kaufe. Ja. Weil ich im Zweifel damit irgendwo rumrenne und dann wuffeln mich irgendwelche Puppies an und ich kann es halt nicht erwidern. Und du kannst dich zurückwuffeln. ja, genau, Ja. weil ich es halt irgendwie nicht fühle. Ja. Und aber das also ist von tatsächlich daher- auch Thema, ich sag mal, Authentizität. Ja, eben, genau. Dann habe ich einfach gesagt, nee, ist nicht Ja. meins, Punkt. Ja. So, muss nicht sein. Deswegen haben wir jetzt einen Profi hier. Wir haben einen Profi und es ist tatsächlich einer deiner engsten Freunde. Im wahrsten Sinne des Das- Wortes engsten Das Freunde. war auch der erste Name, der irgendwie auf der Liste stand, als wir die Idee hatten. Wir Der war laden auch nicht Menschen ein. verhandelbar. Ich mach wieder Platz und ich würde sagen, Bühne frei. Für den Wuffel. Herzlich willkommen. Wir, oh,
Und es fällt. Ich habe mir tatsächlich vorher keine Gedanken gemacht, ob das mit dem Mikrofon jetzt geht. Aber Ja, schauen wir mal. Einfach so nah wie möglich hinhalten, dann geht das schon. Ja, ich will nicht, dass es hier stört, aber ich rede einfach ein bisschen lauter und dann kriegen wir das schon hin. genau, also für alle, die das jetzt akustisch wahrnehmen, ihr könnt jetzt gerne reinschalten in die Videoaufzeichnung. Dann seht ihr auch, was hier los Wir ist. haben Haustier hier jetzt. Wir haben jetzt ein Haustier hier. So. Hallo. Den Miles. Schön, dich zu sehen. Also auch du trägst natürlich wieder ein sehr schönes MX-Outfit. Alex wird schon wieder horny. Das ist tatsächlich immer der Part an Puppies, wo ich sage, das finde ich leider ziemlich geil. Wahrscheinlich aber nicht nur an Puppies, sondern... Ja, aber Generell. jetzt ist ja die Frage, jetzt erzähl doch mal, wie bist du dazu gekommen, zu sagen, das ist deine Welt? Wie kam das? Ja, also ich glaube, ich fand das immer schon irgendwie interessant. Also ich habe immer auf den CSDs irgendwie Puppies gesehen und fand das irgendwie ganz niedlich und waren immer so Grüppchen, die sich alle so gut verstanden haben. Und tatsächlich bin ich dann durch meinen aktuellen Freund da drauf gekommen, der auch ein Puppy ist und habe das dann einfach mal ausprobiert und fühlte mich ganz wohl in der Welt. Ja. Und hier bin ich. Markus, Hier bin ich. Ja. Hallo, herzlich Das ging willkommen. aber ja auch schon fast direkt los, als wir uns kennengelernt haben. Das hat nicht lang gedauert. Ja gut, aber seit wir uns Ja, aber gut, kennengelernt wir kennen uns haben, auch nicht so lange. das ging alles sowieso ziemlich schnell. Ja, das stimmt. Tierisch schnell. Ha. Tierisch schnell. Ja. Oh Gott, schlechte Wortspiele, das kann er. Wie ist denn das? Also tatsächlich, Markus hat das gerade so angesprochen. Zum Puppy-Sein ist das auch bei dir so, gehört da mehr dazu, als ich sag mal einfach nur sich eine Maske aufsetzen? Was macht das mit dir, wenn du in Anführungsstrichen in deine Puppy-Rolle reinwechselst? Also ich glaube, ich muss erstmal grundsätzlich sagen, dass das natürlich für jeden was ganz Persönliches ist. Also jeder interpretiert es auch für sich anders und lebt es auch ganz anders aus. Für mich ist es so ein Stück weit auch ein bisschen abschalten. Man nimmt sich selbst als Person so ein bisschen raus. Ne? Man muss sich auch nicht mehr so viele Gedanken machen, wie man aussieht oder so im Partyleben. Die Haare. Die Haare. Alles kein Problem hier. Ja, genau. Und das ist so für mich so ein bisschen. Also ich schätze die Community total gerne. Es sind so total viele liebe Menschen dabei. Die kuscheln alle immer sehr viel. Die kuscheln alle sehr viel. Puppies immer kuscheln. Die Puppies unter sich sind ja auch sehr stark connected. Also nehme ich von außen jetzt in Anführungsstrichen mal so wahr. Die also kennen sich auch alle nur anhand der Hut Ja. gefühlt. Es ist schwer. Wild, ey. Deswegen, ich sag, Leute, die so eine Custom-Hut haben wie ich, da kriegt man es meistens Dich würde ich unter 5000 erkennen, aber wenn Leute so die Standardfarbe haben, dann wird es schon sehr schwierig manchmal. Ja. Wobei manche machen es einem ja einfach, die haben zumindest so einen schönen Tag am Hals wie du jetzt. Richtig, genau. Da hat man noch eine Chance zu erkennen, wer es ist. Das ist bei mir auch immer so, wenn jemand mit offenen Armen auf mich zugeht, dann bin ich immer so, Ist da ein Tag? zeig mal, wo ist dein Name? Das hattest du doch vorhin auch. Wir sind ja zusammen hier über die Vollsommer gelaufen und waren auf einmal 2 Puppies vor dir und es war so... Ich hatte es zweimal dieses Wochenende schon und das ist das Einzige, was ich nicht so geil finde an dem Ganzen. Es kommen immer wieder mal Puppies auf mich zu und wirklich so mit tollen, großen Augen so mich begrüßen, die mich wirklich kennen. Und ich dann so, hi, ich habe keine Ahnung, wer du bist. Aber im Zweifel einfach nachfragen. Ja, mach ich auch. Macht ja gar keinen Sinn dann. Da ist ja keiner böse. Nee, natürlich nicht, aber manche finden das immer so gefühlt selbstverständlich, dass man sie erkennt oder denken halt, man erkennt sie. Und ich kann das nicht leisten zumindest. Ich würde es gerne, aber Ja. ich glaube gestern, lustige Geschichte, mich hat gestern einer hier vorne begrüßt, als wir beim nach Hause gehen wollten, ne? Und ich habe den ganzen Abend überlegt, wer es war. Und heute Morgen habe ich in der Story von einem Bekannten sein Outfit von gestern gesehen und so, aha, er war das wohl. Kennst du? Ja. Also einen Tag später wusste ich dann auch, wer es war. Ja, das geht mir aber manchmal auch so. Manchmal im Eifer des Gefechts vergesse ich dann zu fragen, wenn ich es nicht erkannt habe. Ja. Und dann hofft man, dass die Person vielleicht nochmal eine DM schreibt auf Instagram oder so. Man kann das auch einfach Damit man ganz es wieder professionell zuordnen kann. bespielen. Ja, das macht es ja auch einfacher. Also ich sag mal, gerade in Zeiten von Instagram, wo man sich dann doch nochmal eben schnell online suchen kann oder sehen kann, ah krass, ja, das war der, man ist irgendwie verlinkt. Richtig. Ne? Das macht es ja schon einfacher. Ja, jetzt muss ich überlegen, ich hätte tatsächlich ganz viele Fragen, aber ich muss Ja, das toll, irgendwie Alex. strukturieren. Ich merke, ich bin immer noch völlig overwhelmed, weil ich bin mit meinen Augen parallel immer noch auf der Straße. Ich gucke da einfach nicht hin, und das ich ist lass mein mich auch Vorteil einfach gerade. echt ablenken, das ist ganz, ganz schwierig. Nein, ich habe noch was tatsächlich. Ich finde es so crazy, weil es ist in den letzten Jahren immer mehr geworden, dass du ja das Puppy Play quasi nicht nur auf Fetischveranstaltungen oder so wie bei der Folsam jetzt austrägst, sondern dass ja einfach viele das ja wirklich so stark fühlen in ihrem, du ja auch, im Alltag im Sinne von, ich nehme immer eine Hut irgendwo mit hin und wenn wir jetzt irgendwo im Urlaub sind oder irgendwo Sightseeing machen, ich denke jetzt gerade an Gray zum Beispiel, der hüpft gerade irgendwo in Amerika rum, liebe Grüße an Gray, und er hat gerade am Death Valley mit Puppy Hood irgendwie Bilder gemacht in Amerika drüben, ja.
Ja, aber Das viele finde ich schon wieder irgendwie cool. Ja, So. viele haben ja so ihren Papi-Instagram-Account und es ist ja ein Stück weit schon wie so ein zweites Leben. Und klar, Ja. wenn man Ja, eben, genau, das meine ich damit. Wenn man im Urlaub ist, dann will man natürlich auch auf seinem Papi-Profil zeigen, wo man ist, was man macht und es gibt natürlich auch immer schöne Motive. Also why Aber da not? gehört ja trotzdem auch einiges an Selbstbewusstsein und Arsch in der Hose dazu, einfach irgendwie am Brandenburger Tor die Papi-Hut jetzt rauszuholen. Ja. Vor lauter Touristen, ne? Ja. Und irgendwie so, hallo, da bin ich. Und mach mal ein paar einmal Bilder. kurz hier unterbrechen, das machen wir jetzt auch ohne zu schneiden. Ja. Der Sack von Markus muss weiter rüber, höre ich gerade, ne? Wir rutschen Ja, wir sehr machen auch- unattraktiv nach Ja, vorne. perfekt. Ich bin- Wird immer kuscheliger Ist das hier. so besser? Ja, ne? Passt das? Ja, Super. perfekt. Das schneiden wir jetzt auch einfach jetzt nicht. Haben sitzt wir sie gut- aber Nö. tief Ja. Ach, wir haben meinen Glaswurf auch nicht rausgeschnitten. Ja, aber sei immer vorsichtig. Ich sehe immer das noch beim MacBook ja, drin. ich passe hier auf. Also tatsächlich dieses Papi in Real Life und so. Was für Reaktionen erlebst du eigentlich? Also weil das ist ja wieder so ein Ding. Ich sag mal, eine Motorradkombi tragen, okay, das ist noch irgendwie Ja. nah am Leben. Gummi ist halt auch schon, ich sag mal so, stark auf der Grenze, aber ich glaube für viele Normalos, in Anführungsstrichen, ohne jetzt irgendwas in Schublade stecken zu wollen, was für Reaktionen kommen da? Also im normalen, sag ich mal, Straßenleben, ich meine, die Blicke, die gibt's immer, aber die gibt's immer, wenn man irgendwas Außergewöhnliches trägt. Ja, das stimmt. Ja. Es gibt auch viel Interessierte, auch sehr viele positive Reaktionen, will ich auf jeden Fall auch sagen. Aber es gibt natürlich auch immer mal wieder die Leute, die sich drüber lustig machen oder einmal beleidigen oder so. Muss man irgendwie drüber stehen. Ja. Handgreiflichkeiten habe ich jetzt persönlich noch nicht erlebt. Gott sei aber ist auch schon vorgekommen, muss man halt auch dazu sagen. Es ist halt einfach nicht, ich sag mal, handelsüblich und viele Menschen, die halt mit unserer Welt hier gar nichts zu tun haben, die sehen das und denken so, what? Ja. Die haben ja gar nicht den Horizont dafür, sag ich mal. Und dann ist das erstmal so ein Fremdkörper Ja. irgendwo Ja, so in der total. Öffentlichkeit. Also ich sag mal, gerade in der Gay-Fetisch-Community, gut, da kennt, glaube ich, einfach jeder Papis, alles gut. Aber ich sag mal, immer gerade, also jetzt hier so Vollsommen, der Blick von außen, was ist mit, ich sag mal, normalen Hetero-Menschen, die mit der Fetischwelt so gar nichts zu tun haben, die gucken halt natürlich wegen aller Outfits erstmal schief, aber Ja, natürlich. Wenn du Das dann ist- in Rubber am Brandenburger Tor rumläufst, ist das Ja. Gleiche. Man fällt halt immer auf. Ich Ja. finde, im normalen Leben ist es eigentlich okay. Was ich mal ein bisschen schade finde, ist jetzt, dass gerade so im Hinblick auf die CSDs oder so, Papis immer so herhalten müssen für die Diskussion um Fetisch auf dem Pride Ja. oder sowas. Das finde ich immer ein bisschen irritierend, weil ich finde, so von allen Fetischgruppen sind Papis noch so die den größten Anteil an nicht sexualisierten. ja. Und pflegeleicht sind in der Regel. Ja. Und, Es gab ja auch schon CSDs in Deutschland jetzt, wo die Papi-Hoods verboten wurden wegen Vermummungsgesetz Ja. und so. Da gab es Wir riesen hatten ja Diskussionen. tatsächlich- Aber gerade dieses Papis als Sinnbild für Fetisch hatten wir ja auch, als über unseren Podcast berichtet wurde, ganz zum Start. Da hat ich weiß nicht mehr welches Portal das war, hat über uns geschrieben mit einem Stockfoto von Papis. Wo wir noch so dachten, so, hä? Also wir haben denen ja auch Fotos von uns geschickt, aber die hatten ein Stockfoto von Papis die haben genommen. eure Zukunft schon vorausgesagt. Ja, aber halt einfach so als Symbolbild für Fetisch wurde das genommen. Hat mich jetzt nicht gestört, oder uns nicht gestört, aber Das habe ich gar nicht mitbekommen. hatte ich hier gar nicht geschickt, Nee. ne? Es gibt irgendwo einen Artikel über uns, aber da ist halt nur dieses Foto Hajo. von Papis drin, weil das wieder so als Fetisch Natürlich, Stempel ist halt drauf. Fetischstempel fertig. Genau. Wow. Ja. Aber ihr hattet jetzt hier auch hier bei der Vollsommer, habe ich auf Instagram, glaube ich, gesehen. Es gab hier einen Puppy Walk, oder? Genau, es Durch gab, Berlin. es gab einen Puppy Walk, so wie jedes Jahr. Den gibt es auch immer bei der Easter und bei diversen anderen Veranstaltungen. Und ich war persönlich nicht dabei. Den hast du leider verschlafen Ich hab gestern, ihn leider ne? verschlafen, aber Komisch. ich habe Bilder gesehen und es waren wieder wahnsinnig viele da. Letztes Jahr hat es, glaube ich, sogar internationale Headlines gegeben. Ich glaube, die, What? die New York Post hat letztes Jahr über den Puppy Walk berichtet, Wild. was dann nicht so positiv war, weil es sich dann runtergetröpfelt hat bis zur Bild-Zeitung. Ja, ja. Man kann sich ja denken, wie die Berichterstattung war. Aber ja, es sah aus, als wären es bestimmt 200-300 Leute gewesen. mindestens. Cool. Einfach Flagge zeigen, so. Das ist ja mit allem so. Am Ende wollen wir ja keinem was Böses. Richtig. Und wir machen ja auch, wir laufen da ja einfach friedlich lang. So, Ja. da gibt es ja andere Idioten, die nicht friedlich lang laufen. Genau. So, und dann sollen die uns alle in Ruhe lassen, bitte. Vielleicht kannst du noch mal, also so als ich mal als abschließendes Ding schon fast, wenn jetzt da draußen gerade Zuhörer sind, die vielleicht auch Interesse haben oder die merken irgendwie, ja, vielleicht ist das doch was für die, aber die sich nicht trauen. Also wir haben nämlich ganz viel ja auch mit Leuten Kontakt, auch über Instagram, die uns ja auch wirklich schreiben, so ja, ich traue mich nicht so richtig. Ja. Wie ist, ich sag mal in Anführungsstrichen, der Anfang zu sagen, ja, ich komme in diese Puppy-Community rein? Also wo ist diese Tür? Naja, also es gibt, glaube ich, verschiedene Anlaufstellen. Also man kann sich erstmal grundsätzlich informieren. Es gibt in Deutschland den Puppy Germany e.V., der so ganz allgemein über Pupplay informiert. Und dann gibt es eigentlich in jeder größeren Stadt auch Vereine, Puppy and Friends Berlin-Brandenburg hier zum Beispiel. Die machen auch regelmäßig so Stammtische und
Veranstaltungen und Partys und so, da kann man durchaus auch mal ohne Hut hingehen, wenn man einfach mal Anschluss suchen will. Und sonst einfach mal anfangen. Man holt sich mal eine Hut. Es muss ja nicht immer gleich die teure Hut sein. Es gibt auch deutlich günstigere Einstiegsmodelle. Vielleicht einfach mal bei Instagram anfangen, versuchen ein paar Leute anzuschreiben. So das Klassische, ja. Oder auch bei der Folsom zum Beispiel hier, laufen wir auch genug rum. Folsom ist Puppy Overflow dieses Jahr. Einfach machen, da haben wir es wieder. Einfach machen. Wir brauchen mehr Macher, auch an euch draußen. Macht es. So wie du, Alex, ne? Ja. Einfach mal herkommen. Einfach mal herkommen. Ja, man muss es machen, man muss sich einfach reinstürzen und dann... Das funktioniert ja gut, ne? Hier sitzen wir. Augen zu und durch. Ja, mega. Vielen Dank. Sehr gerne. Schön, dass du da warst. Du bleibst jetzt einfach gleich noch sitzen, weil wir zum Ende kommen. Okay. Ja, hast recht. Wir haben ja schon wieder sehr lange geschwafelt. Ja, du hast noch eine Korrektur auf der Liste übrigens. Ist schon wieder eine Korrektur. Weil ja. Da musst du wieder deine Aussage von der letzten Ich habe ja so Folge. viel Bullshit gelabert letztes Mal anscheinend. An den netten Herrn, der die E-Mail geschrieben hat mit den ganzen Korrekturen. Ja. Zu Recht. Ja. Ich hatte letztes Mal davon erzählt, dass hier der Einlass einfach so alles offen ist und hier jeder einfach durchlaufen kann. Das stimmt in Teilen. Es gibt zumindest Einlasskontrollen für Taschen und dass nicht hier einfach jeder reinströmt. Aber man kann natürlich einfach rein. Also man muss nicht irgendwie ein Ticket kaufen oder so. Es gibt einfach Taschenkontrollen, eine Art Security. Und was ich auch ganz cool finde, haben wir heute auch sehr geschmunzelt, es werden Spenden gesammelt für den Folsom Europe, weil es ja ein Verein ist, der das hier austrägt, und die haben mittlerweile auch Kartenzahlung. Mega. Mit so einer kleinen Klingelbox mit einem Kartenzahlterminal dran Und da kann hängen. man direkt sein Handy ranhalten. Das hat wunderbar funktioniert. Tatsächlich. Moderner als das Prinzknecht. Ja. Looking at you. Hallo Prinzknecht, wie wär's mit Kartenzahlung? Genau, falls ihr uns hört, liebes Prinzknecht, wir würden uns das sehr wünschen. Aber naja, es ist ein anderes Thema. Ich musste vorhin noch einen Geldautomat suchen, war gefühlt eine halbe Stunde unterwegs. Und apropos auch Bargeld und sonst was in Berlin. Noch eine zweite Frage von dem gleichen netten Herrn, der die E-Mail geschrieben hat, ob man für die Partys Tickets vorab kaufen sollte, bei der Folsom, auch für nächstes Jahr schon wieder. Das kann ich nur so beantworten, dass das sehr unterschiedlich ist tatsächlich. Zum Beispiel beim Laboratory kann man nur vor Ort kaufen, im KitKat kann man nur vor Ort kaufen. Es gab jetzt ein paar andere Fetischpartys, die auch wirklich im Voraus angekündigt haben mit Ticketverkauf. Ja. Das ist ganz unterschiedlich, also man muss sich halt einfach erkundigen. Ich würde raten, überall, wo man vorher Tickets kaufen kann, unbedingt kaufen, weil das erspart euch viel Lebenszeit. Anzustehen. Wir stellen uns heute Abend noch ein paar Stunden im Lab an, ne? Wir freuen uns. Ja, wir freuen uns, ja. Da wünsche ich euch auch ganz viel Spaß bei. Ich werde das nicht machen. Hallo? Ja, ich bin da. Wir nehmen dich einfach mit. Alex ist anständig. Die Handschellen Ich sag da regeln nichts das. zu. Den drücken wir auf den Boden, lassen wir ein paar Sneaker lecken und dann kommt er freiwillig mit. Das ist immer, naja, nee. Also Max hat so viele Socken zu Hause, die dir gefallen dürften, ne? Ich kenne seine Instagram-Bilder. Ja. Die haben mich teilweise wochenlang schon verfolgt. Diese Markus Socken. hat Traumata. Ei. Okay, wir machen mal eine nächste Folge live aus deiner Wohnung. Ich höre das jetzt schon. Ja. Wir werden alle Socken einzeln vorstellen. Ja. Geil. Wir haben einiges zu erzählen. Finde ich sehr, sehr gut. Ja, ich gucke wieder auf die Zeit. Wir haben schon wieder eine volle Folge voll. Und dabei wollten wir niemals eine genaue Zeit immer an Folgen aufnehmen, aber wir schaffen immer irgendwie 50 Minuten. Ja. Wie immer gilt da draußen, wenn ihr Fragen habt, ihr schickt eine E-Mail an moin@schwarzundeng.de. Genau, oder ihr schreibt uns bei Instagram schwarzundeng.podcast. Richtig. Wir lesen tatsächlich jede Nachricht, also entweder du oder ich. Antwortet. Also wir, teilweise dauert das auch ein bisschen aufgrund mancher Peaks und Mengen, aber da kommt eine Antwort. Man ist ja auch immer unterwegs und on Tour, aber wir haben uns als Ziel gesetzt, immer jede Nachricht zu lesen und zu beantworten. Und wir können sagen, spannende Erfahrung hier zu sitzen. Jetzt gerade tummeln sich wieder so viele Menschen und gucken hier immer. Ich wink da mal einfach hin. Aber die winken sogar zurück. Ich guck einfach weg, ich kann das nicht alles. Ach, ich finde das total witzig. Ich werde mir jetzt gleich gottlos einen Cocktail reinschenken. Oh ja, wir wollten noch einen Mai Tai trinken. Wir gehen jetzt gleich Mai Tai trinken, ne? Bei dem, hier, so. Ja. Und sonst gilt meine Empfehlung an alle draußen, Folsom 2025. Seid dabei. Kommt wir zeichnen bitte wieder vorbei. eine Folge auf, wenn es hier eine Ecke gibt. Oder wir machen einen eigenen Stand. Finde ich auch witzig. Ich finde es witzig. Schauen wir mal, was wird. Was wird. Wir freuen uns. In diesem Sinne, liebe Leute, wenn ihr diese Folge in Gier geguckt habt, markieren, Foto in Story, wir reposten das. Oder wenn ihr die Folge auf dem Rückweg von der Folsom gehört habt, denn ich werde heute Abend noch schneiden. Ich werde die Folge so fertig machen, dass sie am Sonntag zum Abreisetag der Folsom online ist. Du bist so verrückt, Alex. Und wenn ihr sie auch bei der Abreise gehört habt, geschaut habt, auch da ein Foto, markiert uns. Wir freuen uns.
Wir freuen uns. Mir bleibt nur zu sagen, vielen Dank. Vielen Dank auch an dich, dass du dabei warst. Vielen Dank an alle, die dabei waren, an die Kinky Hub, dass wir hier sitzen durften, so bequem. Und jetzt beginnt der entspannte Teil des Abends für mich. Jetzt gibt's Cocktails. Also in diesem Sinne. Und tschö. Tschüss, liebe Menschen. Tschüss.